Hallo liebe Crossroads Freunde, es sind jetzt schon 4 Wochen, seitdem wir nicht gemeinsam Gottesdienste, Kleingruppen, Gemeinschaft feiern können. Und wie geht es euch damit? Wenn du mich fragst, wie es mir geht, langsam geht es wirklich auf die Substanz. Die Woche vermisse ich schon auch wirklich unsere Gemeinschaft, das gemeinsame Zeit im Lobpreis, die Gottesdienste und einfach die Zeit miteinander. Warum? Weil es absolut der Wille Gottes ist, dass wir Gottesdienst, dass wir gemeinsam und zusammen sind. Und diese ganze Lockdown, Shutdown und so weiter, das ist natürlich nicht normal und sollte auch nicht normal sein. Ich weiß, manche von euch haben ja gemeldet, sie genießen diese Zeit mit ihren Familien. Das freut mich natürlich. Wir haben auch gute Zeit und viel Zeit mit Familie verbracht. Und trotzdem, das kann natürlich auch unsere geistliche Gemeinschaft nicht ersetzen als Gemeinde. Und ich vermisse meine Gemeinde, ich vermisse unsere Church, weil das einfach unser Wesen ist. Das Wesen Gottes zusammen zu sein. Unser Gott ist dreieinig. Er hat uns als Menschen für Gemeinschaft gemacht. Und schon Gott in seine ganze Grundwesen ist er ein Gott der Gemeinschaft. 1. Johannes 1 sagt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Wir sehen, die Jünger, die haben wirklich in einer nähere, sehr nahe Gemeinschaft mit Jesus gelebt. Und sie haben von ihm gelernt, ihn berührt. Die waren in dieser Gemeinschaft und das vermissen wir, das vermisse ich auch mehr und mehr auch schmerzhaft in diesen Tagen. Dietrich Bonhoeffer in seiner Zeit über 2 Jahre in dieser Zelle in Berlin-Tegel, Zelle 42, hat geschrieben, wie sehr er sich danach sehnt mit dieser Gemeinschaft mit den Christen. Und er schreibt, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Im großen Verlangen ruft der gefangene Apostel Paulus seinen lieben Sohn im Glauben Timotheus in den letzten Tagen seines Lebens zu sich ins Gefängnis. Er will ihn wiedersehen und bei sich haben. Die Tränen des Timotheus, die beim letzten Abschied geflossen waren, hat Paulus nicht vergessen. In Gedanken an die Gemeinde Thessaloniki betet Paulus Tag und Nacht gar sehr darum, dass ich sehen möge euer Angesicht. Und der alte Johannes weiß, dass seine Freude an den Seinen erst vollkommen sein wird, wenn er zu ihnen kommen kann und mündlich mit ihnen reden, statt mit Briefen und Tinte. Und ja, so geht es uns so ein bisschen auch. Klar, wir versuchen unser Bestes, online uns zu vernetzen, die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich ist das nicht das Gleiche. Ich möchte euch auch da ermutigen. Nutzt diese Angebote, die wir haben. Kommentiert, schickt einen Kommentar zurück. Auch konstruktive Kritik ist okay. Wir wollen natürlich lernen, uns verbessern. Aber sei dabei, sei aktiv. Melde dich, mach einen Kommentar, ermutige, sag Danke an denen, die sich investieren, damit wir diese Online-Gottesdienste auch haben können. Und wir sind froh, dass die letzten Wochen 200-300 Leute jedes Mal diese Gottesdienste angeschaut haben und wir beten, dass da Frucht entsteht. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei unseren Jugendleiter Franzi und Clay und dann Marie Paz und Krischi und Dorin und die Tine und alle, die einfach bei Nick und Svenja, die bei diesem wunderbaren Aktion mit Psalm 91 mitgemacht haben. Das waren so tolle Impulse und einfach so ein Segen. Ist da entstanden und das war wirklich, wirklich schön und ermutigend zu sehen. Aber ihr Lieben, lasst uns das nicht als selbstverständlich nehmen, dass wir einander haben. Wir vermissen diese Zeit, wir hoffen jetzt, dass sich was tut in den nächsten Wochen. Leider, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wurde gestern die Maßnahmen jetzt erstmal bis zum 3. Mai verlängert. Aber es wurde auch gesagt, es werden jetzt Gespräche geführt mit den Kirchen und nach Lösungen gesucht. Auch die Regierung sieht, dass das einfach die Kirchen, das geistliche Leben auch was Besonderes ist und das auch nicht einfach so leicht weggenommen werden kann von den Menschen und dass es einfach ein wichtiger Grundrecht ist. Und gestern hat sogar
Herr Laschet vom Nordrhein-Westfalen gesagt, wir wollen und wir können gar nicht in Kirchen verbieten, sich zu versammeln. Sie haben das aus eigener Initiative und Verantwortung gemacht. Und so geht uns auch. Wir haben das aus unserer eigenen Initiative gemacht, damit wir unsere Mitmenschen schützen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch schauen, welche Möglichkeiten es gibt in den nächsten Wochen, uns wieder zu versammeln. Ob das im Offenen ist, ob das in Kleingruppen ist und so weiter. Das ist für mich auch schon wichtig und ich denke und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen wirklich eine Lösung finden, wie wir da wieder uns sehen und versammeln können, auch gemeinsam mit unserem Bürgermeister und unseren Regierenden. Als eine letzte Ermutigung für heute, als Paulus und Silas in diesem Gefängnis waren und auch in dieser Isolation waren, natürlich nicht freiwillig, genauso wie uns. Was taten sie in dieser schweren Zeit? Man sagt es am Mitternacht in Apostelgeschichte 16. Um Mitternacht sangen sie und lobten sie Gott und suchten sein Angesicht. Und das möchte uns auch ermutigen. Lass uns nicht entmutigen lassen. Ich weiß, es sind da Gedanken der Entmutigung auch bei mir. Manche depressive Gedanken wollen kommen und uns angreifen und ich möchte euch ermutigen, lass dich nicht runterkriegen. Ja, es ist normal, diese Gedanken zu haben, aber sie müssen uns nicht überwältigen. Ich ermutige dich, denk an das Gute, das Gott tut in deinem Leben, im Leben von deiner Familie. Lobe ihn, mach mit, als wir diese Online-Gottesdienste feiern. Preise ihn, such nach Möglichkeiten, einfach Gemeinschaft zu haben, über Zoom mit einer kleinen Gruppe. Heute Abend werden wir auch wieder Gebet haben. Sei dabei, ich wünsche mir, dass viel mehr mitmachen. Jetzt gibt es die Möglichkeit direkt von zu Hause. Mach mit, melde dich auch bei anderen, schick eine Nachricht, einfach rufe jemanden an. Das ist jetzt so wichtig, lass uns da nicht nachlassen, lass uns nicht auseinanderdriften lassen. Das ist sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Ich vermisse euch, liebe Gemeinde, ich vermisse unsere Zeiten zusammen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder drücken können und umarmen können, wie wir bei uns sich dazu gehört in unserer Gemeinde. Und einfach möchte ich bitten, lasst uns da gemeinsam halten, gemeinsam einfach stark sein im Herrn. Und bald bin ich einfach gewiss, werden wir auch diese Zeit überwinden und werden wieder Gott preisen und hoffentlich vielleicht mit noch mehr Leuten als früher. Und ich bete, dass niemand da auf die Strecke bleibt, verloren geht, sondern wirklich in die Gemeinschaft bleibt und gemeinsam mit der Anbetung zu Jesus. Ich liebe euch, segne euch und wir sehen uns dann so bald wie möglich. Sei gesegnet und eine gute Woche noch. Gott mit uns. Amen.